Allein sein. Was bedeutet das eigentlich? Bedeutet Alleinsein die Abwesenheit von anderen Menschen? Oder kann man sich auch in Menschenmassen einsam fühlen? Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man unter Leuten ist, aber sich so fühlt, als wäre man in totaler Abwesenheit von jedem. Und ich glaube, dass die Einsamkeit auch was Gutes sein kann, wenn man weiß, wie man sie für sich einsetzen kann. Es ist nicht immer negativ, man muss nur lernen, damit umzugehen. Man kann dadurch einen großen Vorteil haben. Darum geht's heute. Also steigt ein, schnallt euch an, wir drehen eine Runde. Das Alleinsein gibt einem die Chance zu reflektieren. Und wenn man mit sich selbst ehrlich reflektiert, dann kann man lernen, sich selbst zu lieben. Und zwar wirklich zu lieben. Ohne Kompromisse. Als Beispiel, Carl Jung hat gesagt, dass jeder einen Schatten in sich trägt, unter seiner Persönlichkeit. Und das ist die wahre Persönlichkeit. Das ist nicht das, was du gerne sein wollen würdest, so wie du dich präsentierst, sondern das, was du wirklich bist im Inneren. Und ich finde das sehr interessant, weil überlegt mal, wenn ihr streitet, nur als Beispiel. Wenn jetzt jemand mit jemandem streitet, weil ihr ihn arrogant findet, vielleicht bedeutet das gar nicht, dass ihr mit einer arroganten Person streitet, sondern es bedeutet, dass sich vielleicht einfach das gesunde Selbstbewusstsein von dieser arroganten Person, in Anführungszeichen, fertig macht. Ihr seht dadurch, dass euer Selbstbewusstsein klein ist, seht ihr in einer selbstbewussten Person Arroganz. Es ist wie, als würde euch ein Spiegel vorgehalten werden. Und es ist unerträglich für euer Schatten selbst. Das finde ich interessant. Und es ist sehr, sehr, sehr hart und schwer, sich selber solche Sachen einzugestehen. Man kann das ja auf alles Mögliche projizieren. Es ist so schwer, sich sowas einzugestehen, weil man sich selber nicht mehr mit Samthandschuhen anfasst. Und wenn man es schafft, diese Hürde zu überwinden, dann lernt man, wer man selbst wirklich ist. Das Gleiche ist ja mit Selbstbewusstsein. Heutzutage ist Selbstbewusstsein bei den ganzen Sigma-Boy, TikTokern, heißt das, ich bin der Krasseste, ich bin der Heftigste. Das ist Selbstbewusstsein. Aber es ist doch gar kein Selbstbewusstsein. Denk mal über das Wort nach. Selbstbewusstsein. Das bedeutet, sich bewusst zu sein, was kann ich, was bin ich und was kann ich aber auch nicht und was bin ich nicht. Das ist Selbstbewusstsein. Das hat nichts damit zu tun. Das ist kein Wettkampf. Es ist nur, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und durch das Alleinsein und das ehrliche Reflektieren, und ehrlich ist groß geschrieben, ohne Ausreden, durch das kann man sich selbst finden. Und dann gehst du ganz anders mit dir um. Und du gehst ganz anders du Sachen an. Wenn du zum Beispiel streitest mit irgendjemandem, du denkst ganz anders drüber nach. Du denkst, hey, wieso streite ich jetzt mit dieser Person? Was regt mich wirklich daran auf? Bevor man gut reflektieren kann, muss man erst lernen, mit sich selber ehrlich zu sein und nicht immer alles auf andere zu schieben. Das ist ein großer Schritt dabei, dass man ehrlich mit sich selber reflektiert. Und in der Einsamkeit, wenn du einfach allein spazieren gehst, wenn du alleine unterwegs bist, wenn du alleine jegliche Sachen machst und wirklich mal dir die Zeit nimmst, über dich selber nachzudenken und über Situationen nachzudenken, in denen du dich so scheiße gefühlt hast, wegen einer anderen Person oder sonst irgendwas. Und dann wirklich mit einer Ehrlichkeit dir eingestehst, worum ging es dabei eigentlich? Worum ging es dabei wirklich? Dann wirst du schnell merken, dass die ganze Welt ganz anders funktioniert. Und das ist eine Freiheit. Wenn man das erreicht hat, ist das eine Freiheit. Ich bin ein Mensch, ich suche keinen Streit, nie, aber ich werde sehr schnell sauer. Das ist eine meiner Flaws sozusagen. Ich werde sehr, sehr, sehr schnell sauer. Und seitdem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe und mich damit auseinandersetze, mit diesem ganzen Selbstreflektieren und so, habe ich
finde ich so langsam nach und nach Ruhe, Frieden. Weil du bist dein größter Gegner. Andere können dich nicht brechen. Ein anderer Mensch kann dich nicht brechen. Du kannst nur dich selbst brechen. Und schiebst es dann nur weiter auf andere. Das ist seine Schuld, das ist ihre Schuld. Das ist meistens nicht so. Man kann mit sich selbst ins Reine kommen, wenn man einfach nur die Wahrheit zulässt und seine Gefühle zulässt. Wenn man nicht versucht, eine Fassade zu halten und unantastbar zu wirken, unverletzlich. Das ist niemand von uns. Andere haben keine Wirkung mehr auf dich, wenn du wirklich weißt, wer du bist. Deshalb glaube ich, dass Einsamkeit oder das Alleinsein nicht immer schlimm ist. Du kannst es für dich nutzen. Du kannst merken, hey, wieso fühle ich mich überhaupt allein? Wieso tut mir das weh, allein zu sein? Wieso brauche ich wirklich jemand anderen? Und die Dinge werden sich fügen. Die Dinge werden sich fügen, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Du wirst nicht mehr diese Einsamkeit verspüren, denn du hast dich selber. Dann bist du selbstbewusst. Du hast dich selber. Du kannst dich auf dich selbst verlassen. Und das ist sehr unterschätzt. Das ist mit eins der wichtigsten Sachen auf dieser Welt. Für sich selber da zu sein und für sich selber einzustehen. Ich meine, schau mal, wie du für andere einstehst. Wieso kannst du so nicht für dich selbst einstehen? Wieso? Das sind Fragen, die sich jeder von uns selbst stellen muss, um Frieden zu finden. Inneren Frieden, wahren Frieden. Die erste Reaktion, wenn man von jemandem anders auf seine Fehler hingewiesen wird, ist Abwehr. Ist immer Abwehr. Abblocken, nein, das stimmt nicht, ja, schaut dich mal an, sowas. Aber konfrontier dich selbst damit, ob da nicht vielleicht was dran ist, was die anderen sagen. Und ich meine jetzt nicht, wenn dich jemand beleidigt, aber wenn wirklich ein Freund von dir dich auf etwas hinweist, was du falsch machst, dann ist das nicht immer ein Grund zum Kampf, das ist nicht immer eine Herausforderung. Du musst dich nicht immer wehren, du kannst dich auch einfach mal hinterfragen. Das sollten alle von uns machen. Und dann wirst du sehen, wie schnell du wirklich deinen inneren Frieden finden wirst. Und wie leicht es eigentlich ist, sich selbst zu schätzen und zu lieben.